Willkommen zu Frequent Traveler TV und heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung. Mein Name ist Lars Korsten und die Themen, die ich für euch frisch gepresst habe, sind paradox, weil Lufthansa hat ein Paradox. Die haben Nachfrage ohne Ende, aber sie können nicht wirklich liefern am Ende des Tages. Weiter geht es mit 080, genau, mit Airbus A380. Rollout, so ist es richtig. Da kommt ja die neue Business Class im Rollout und die schauen wir uns mal genauer an. Und wir haben als Thema heute United Airlines, die schließen den Reigen mit Business Basic und das ist auch wieder so eine Katastrophe in the making, heißt also kein Spaß in der Business Class. Ja, ihr könnt wie immer den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen, Like da lassen, aber auch kommentieren und abonnieren oder auf School kommen. Das erste Thema, was wir haben, ist natürlich Iran-Krieg. Und da gibt es dieses Krisenparadox. Das Paradox betrifft sogar Lufthansa, aber auch Ryanair, also egal wo man schaut. Denn der Krieg fordert von allen am meisten, nämlich wenn es um Kerosin geht. Einmal natürlich das Problem vom Kerosin, was es kostet, und dann die andere Thematik, bald ist finished. Ne? Und die Versorgungsengpässe, die kommen, haben natürlich das Problem, dass die Nachfrage trotzdem hoch bleibt. Ein paradoxes Szenario für viele Fluggesellschaften, egal welche. Und wir nehmen einfach mal Lufthansa und Ryanair als das eine und das andere Ende. Der Kerosinpreis hat sich mehr als verdoppelt, $180 pro Barrel. Prognose ist im September auf 110, Rückgang $86 wieder im 2027. Lufthansa hat irgendwie so 80% gehatcht. Ryanair auch. Und die haben aber dadurch trotzdem bei Lufthansa 1,5 Milliarden mehr Kosten. Flughäfen, wo man gerne hinfliegen würde, wo die Leute auch hinwollen, wie Singapur zum Beispiel, sagen, nee, die winken ab, wir haben kein Kerosin mehr. Bangkok, Indien eigentlich komplett. Und deshalb lehnen die Flughäfen zusätzliche Flüge ab und sagen, nee, geht gar nicht, wir haben ein Problem. Dann ist es so, dass die Lufthansa auch hier Streckenstreichungen prüft und guckt, was man macht. Flugzeuge werden ausgeflottet, 747-400, 340-600er wesentlich schneller, weil die halt so viel Sprit verbrauchen. Aber man hat gleichzeitig 1600 neue Europaflüge zusätzlich im Angebot. Ja, die Margen sind unter Druck, trotz Hedging und 80% ist ja eine Riesenquote. Flexibilität wird entscheidend sein, die Flottensteuerung. Low-Cost und Legacy Carrier, die sind alle im selben Boot, haben genau das gleiche Problem mit dem Sprit. Und die Ticketpreise steigen deutlich, mehr Europafokus statt Fernstrecke. Ja, die höheren Preise sind natürlich wenig attraktiv für uns. Dynamische Preisgestaltung dürfte zunehmen. Und die Dual-Strategie, indem man Kosten senkt durch den Flottenabbau und Umsatz maximiert beim Europaboom, ist natürlich so ein bisschen die Quadratur des Kreises. Und das andere Risiko ist die Gulf Airlines. Was passiert, wenn der Krieg vorbei ist? Kommen die dann aggressiv zurück? Und ja, ich bin mal gespannt und ob da die Worte von Carsten S. aus M., Name der Redaktion bekannt, nicht geändert, stimmen. Wir bekommen von ersten Flughäfen in Asien Signale, dass Kerosin knapp wird. Und Michael Leary sagt, der Preis im nächsten Jahr wird wieder bei $86 pro Barrel sein. Ist Fuel Hedging noch ausreichend und vor allem, warum bleibt die Preisexplosion nicht irgendwie so als Nachfrage-Hemmschuh, dass wir sagen, nee, wird mir zu teuer. Und wird Europa wieder Hauptmarkt? Und sagen die Leute, nee, die Ostsee ist doch wieder schön, da wollen nicht wirklich nach Dubai. Bin ich mal gespannt. Und kommt nach dem Krieg ein Golf-Carrier-Preiskampf. Was natürlich auch immer wieder vergessen wird, bei Lufthansa haben wir ja noch Streiks. Das kann natürlich auch ein Thema sein. Vielleicht ein Blessing in disguise, so nach dem Motto, wir haben hier eh keinen Sprit, da könnt ihr auch streiken. Aber die Frage ist halt wirklich, dass die Krise trifft Angebot, nicht Nachfrage. Und Entwicklung Airlines müssen extrem flexibel reagieren. Gewinner sind halt wirklich die, die am flexibelsten, am agilsten und am schnellsten reagieren. Ja, glaubt ihr, dass die Flugtickets in Zukunft ja billiger werden oder ist das mittlerweile das neue Normal? Bin ich mal gespannt. Der 380er kommt zurück mit der ersten Business Class.
Und zwar mit 121. Der Rollout erfolgt ja schrittweise bis 2027 mit Unsicherheiten für uns Passagiere, weil wer weiß, welche Bude wir kriegen. Oder bei kurzen Austausch des Flugzeugs ist es dann natürlich so, dass wir dann vielleicht die alte noch bekommen. Neue Konfiguration 121 ist mit alle mit Gangzugang. Das ist nämlich der Thomson Aero Vantage XL Seat. Die Sitzanzahl ist reduziert von 78 auf 68. Die haben ein 2 Meter Full Flatbed, was relativ geil ist, Bluetooth mit Privatsphäre und werden von München aus auf den Strecken Boston, Delhi, Los Angeles, Washington und Mumbai fliegen. Die erste Maschine kommt im April 2026. Und dann 2027 sollen alle 8 Maschinen ausgestattet sein. Damit bleiben die 380er auch wesentlich länger in Service und die Kapazitätsstrategie geht ganz klar hier in den Vordergrund. Auch interessant ist natürlich, dass es hier kein Allegris als Hardprodukt gibt. Es ist eine Übergangslösung, wie der Flieger ja auch nur noch in Übergangsweise betrieben wird, allerdings bis 2035 oder sowas. Vielflugprogramme haben natürlich dort ein Selektionsspiel, also man muss halt gucken, dass man den richtigen Flug erwischt, wo die neuen Sitze drin sind. Die Lufthansa verlängert damit ja auch die totgesagten A380er, das heißt also die Lebensdauer dort ist länger. Zeichen der Kapazitätsengpässe bleiben real. Ihr könnt ja natürlich gerne nochmal diskutieren, warum im A380 kein Allegris eingebaut worden sind und ob das Sinn macht, dass man den A380 damit als Cash-Cow zurückholt. Und ist das Kundenverwirrung alte versus neue C, da können wir auch mal sagen. Weil eigentlich der Thomson Vantage Sitz, wenn man ihn ein bisschen in Lufthansa optimiert hätte, wäre ja auch geil gewesen als Allegris, ne? Muss man so sagen. Und wird Lufthansa hier zu langsam modernisiert. Und klar ist es so, dass man hier ein Produkt-Upgrade macht, was auch dringend benötigt war. Aber es verwirrt die Leute und ist inkonsistent. Da bin ich mal auf eure Meinung auch gespannt. Und was auch spannend ist, ist natürlich, wenn wir ein paar Jahre zurückgehen, während Covid, ja, kommen die wieder, 380er ist tot. Totgesagte leben länger und wird auch wichtiger als ursprünglich geplant. Würdet ihr gezielt mit dem 380er fliegen wollen bei Lufthansa? Da bin ich mal auf eure Antwort. United. Business Class, Light, Basic, you name it. Die Namen sind vielfältig, die die Fluggesellschaften geben für sogenannte No Thrills, dass man halt in der Business Class sitzen kann. United führt auch Business Basic Tarife für Business Premium Economy ein, weniger Leistung zum gleichen Preisniveau eher. Das ist genau das Problem, dass die neuen Basic Tarife da bei der Sitzplatzreservierung zum Beispiel Geld haben wollen. Kein Loungezugang, Polaris entfällt, nicht erstattbar. Es gibt dort PQP, aber PQF nicht bei United, ne? Also das heißt die Qualifier. Gilt aber auch für Lufthansa Group Flüge, Air Canada. Produkt an Bord bleibt gleich und der Rollout startet direkt global. Und die Monetarisierung ist halt wirklich auf einem neuen Level. Das Ganze nennt man ja wie immer Unbundling. Das heißt also, dass man im Prinzip die Leistungen, die inklusive sind, rausholt. Den niedrigsten Preis, den man vorher hatte, dann erklärt, das ist jetzt der neue Grundpreis. Also man versucht, mehr Geld zu machen. Effektiv ist es halt eine versteckte Preiserhöhung und das Premium-Erlebnis wird halt fragmentiert. Das ist halt irgendwie so eine komische Geschichte. Wartet mal, bis die First Class das auch macht. Ne? So ein Unbundling à la Allegris First Class. Ja, die US-Airlines folgen dem Europamodell und damit haben wir ein klassisches Race to the Bottom auch im Premium-Bereich. Und ist das Betrug am Premium-Kunden? Wie seht ihr das? Ist das etwas, wo ihr sagt, ja komm, Business muss eigentlich folgende Sachen haben, wenn da schon im Namen nichts mehr auf etwas Verlass ist? Werden andere Fluggesellschaften folgen? Wie viel ist Business Class damit noch wert und ist Loungezugang eher ein Luxusgut geworden? Erkenntnis ist halt, Business Class ist anscheinend auch schon wieder Basic. Die Premium wird weiter fragmentiert und monetarisiert. Ja, würdet ihr Business Class buchen ohne Lounge und ohne Sitzplatzauswahl? Ihr denkt dran, wie immer, dass wir hier wieder zusammenfassend sagen können, dass das Ganze weltweit natürlich wieder geopolitisch ist, im Krisenmodus und die Kosten vor allem auch weltweit da sind. Gleichzeitig gibt es diese aggressive Monetarisierung bei der United, aber auch bei anderen Fluggesellschaften, Lufthansa und so weiter. Produktverbesserung ist klar, aber es ist da gleichzeitig ja auch ein Leistungsabbau, aber keine Preissenkung. Im Gegenteil, man hat Preiserhöhungen und auch das Premium-Erlebnis wird inkonsistenter.
Und die Kernstrategien sind Flexibilität und Pricing bei den Fluggesellschaften. Ihr könnt jetzt den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen, Like da lassen oder auf School kommen. Und dort könnt ihr dann die Frage des Tages beantworten. Und einmal, ist die Business Class heute noch Premium und werden Flugpreise dauerhaft hoch bleiben? Ich danke euch, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV. Bis dann. Ciao.